Darf ich Sie mal beide auf das Ja-Nein-Experiment bitten, also Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Mal sehen, wo Sie da auseinander und zusammenliegen. Die AfD sollte verboten werden? Ja. Nein. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's mal wieder um Frau Dröge bei Maischberger. Die Frau scheint wirklich ein Dauerabo für Talkshows gewonnen zu haben. Jetzt meint sie sogar, wir hätten keine Willkommenskultur mehr. Da fragt man sich echt, wie realitätsfern kann man eigentlich sein? Sie fordert ein AfD-Verbot und will noch mehr Flüchtlinge ins Land holen. Und was ist mit den deutschen Opfern? Frauen und Kinder, die leiden. Vergewaltiger haben hier nichts zu suchen. Punkt. Wir holen uns den größten Abschaum ins Land. Vielleicht sollten wir mal ein Verbotsverfahren wegen Unzurechnungsfähigkeit gegen die Grünen einreichen. Also bleibt dran, das wird spannend. Auf geht's. Die Kreuze klar für die AfD, ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Darf ich Sie mal beide auf das Ja-Nein-Experiment bitten, also Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann. Mal sehen, wo Sie da auseinander und zusammenliegen. Die AfD sollte verboten werden? Ja. Nein. Es braucht einen Untersuchungsausschuss zur Corona-Aufarbeitung. Enquete ja, Untersuchungsausschuss braucht es aus meiner Sicht nicht. Haben wir keine Mehrheit für den Bundestag, deswegen Enquete oder Bürgerrat. EU-Zölle auf chinesische E-Autos sind richtig? Als Mittel zur Verhandlung, ja. Nein. Deutschland sollte wieder Waffenlieferungen an Israel erlauben? Ja. Tut es die ganze Zeit. Nein, tut es nicht. Es heißt, dass Herr Habeck und Frau Baerbock diese eben nicht erlauben. Und da hat der Regierungssprecher widersprochen. Und auf den muss ich mich verlassen, weil es im Bundessicherheitsrat Geheimhaltung gibt und Geheimnisverrat unter Strafe steht. Und wenn die Bundesregierung sagt, dass es immer weiter Waffenlieferungen gab, dann muss ich mich darauf verlassen. Okay. Wärmepumpen sind die Technologie der Zukunft? Sind eine Technologie der Zukunft? Ja, aber nicht die einzige. Ja, und nicht die einzige. Ach, guck mal an. Bau eine Wärmepumpe da ein, wo es Sinn macht, wo es sich rechnet, wo es baulich Sinn macht, ist wieder eine Frage des Glaubens der Ideologie geworden, weil man versucht, die Menschen zu zwingen, eine Wärmepumpe aufzubauen. Und was die Grünen, glaube ich, unterschätzt haben, das war ja auch die Debatte letztes Jahr, wenn du den Leuten in den Heizungskeller reinregierst, wenn du besser weißt als die Menschen, was gut für ihr Zuhause ist, dann gibt es erwartbar Widerstand und ist auch gar nicht nötig. Es gibt eben mehrere Wege zur Klimaneutralität. Der Einbruch bei den Wärmepumpen geht auf Habecks Heizungsgesetz zurück? Auf eine Argumentation, die immer wieder Fake News verbreitet. Und das fängt genau hier an. Wo war jetzt die Fake News? Wir haben niemals Menschen dazu gezwungen, eine Wärmepumpe einzubauen. Bis heute. Das Gesetz sieht vor, dass eine Heizung klimaneutral sein soll. Und dieses Gesetz hat von Anfang an 8 unterschiedliche Möglichkeiten offen gelassen, wie eine Heizung klimaneutral sein kann. Das Einfachste in Großstädten ist beispielsweise die Fernwärme, um nur ein Beispiel zu bringen, von 8 unterschiedlichen. Es ist also faktisch falsch, dass wir die Menschen zu Wärmepumpen zwingen wollten. Das Einzige, was wir gesagt haben, ist, dass Heizungen klimaneutral sein müssen. Und das zu verleugnen oder das zu negieren, dass das richtig ist, heißt am Ende, sich vom deutschen Klimaziel zu verabschieden. Weil wenn der Wärmesektor nicht klimaneutral wird, dann schaffen wir das gar nicht. Und was wir jetzt getan haben, ist zu sagen, wir fördern die Wärmepumpe mit bis zu 70%, sodass sie genauso günstig ist wie die Gasheizung. Und damit ist sie für die Menschen einfach eine bessere Wahl. Aber man kann sie kaputt reden, indem man immer wieder solche Geschichten erzählt. Zum Ersten, Rede und Gegenrede ist also zum Ersten, faktisch sind alle anderen Optionen, außer vielleicht die Fernwärme, mit so viel Auflagen und Voraussetzungen belegt, dass es faktisch also geben Sie schon zu, dass es nicht gestimmt hat. Wir haben so viel über die Wärmepumpe geredet, ich wollte es eigentlich tatsächlich nur als PS Zum Zweiten machen. will ich nur, der eigentliche Punkt ist ja ein anderer. Überall, wo Robert Habeck, immerhin Wirtschaftsminister, eingreift in die Märkte, E-Autos, Förderung hoch, runter, Solar, Wärmepumpen. In all diesen Bereichen sehen wir, dass die Märkte in die Knie gegangen sind, dass der Versuch, Märkte politisch zu beeinflussen, am Ende dazu geführt hat, dass die Leute erstmal zurückhaltend sind, dass sie sich bevormundet fühlen und dass die Märkte am Ende eben zusammenbrechen. Überall sind wir auf niedrigstem Niveau. Es werden wieder Ölheizungen in Deutschland eingebaut in Massen wegen der Politik von Robert Habeck. Ich komme zurück zum Ja und Nein. Das ist schon ein bemerkenswertes Ergebnis für einen grünen Klimaschutz. Bei den erneuerbaren Fakten frei. Ich komme zurück zum Ja und Nein. Die Wiedereinführung der Prämie fürs E-Auto ist richtig?
Es gibt klügere Maßnahmen. Nein. Robert Habeck soll Kanzlerkandidat der Grünen werden? Mein Wunschgegner wäre er. Macht's leichter. Wenn er möchte, dann ist er mein Wunschkandidat. Und ich wünsche mir Friedrich Merz, das macht's leichter. Wir werden sehen. Markus Söder wäre auch ein guter Kanzler für Deutschland? Nein. Auch? Ja, könnte es auch. Deutschland braucht Neuwahlen? Ja, dringend. Nochmal 12 Monate dieses Chaos. Auf gar keinen Fall. Die Grünen sind an allem schuld? Nein. An vielem. Ja, Grüne, die nicht bereit sind zu akzeptieren, dass es Grenzen gibt dessen, was bei irregulärer Migration geht, die nicht wirklich bereit sind, sie zu begrenzen. Grüne, die ideologische Klimapolitik machen, die am Ende, wir sind im 2. Jahr in Folge in Rezession, die deutsche Wirtschaft schrumpft. Das hat es erst einmal zuvor in der bundesdeutschen Geschichte gegeben, übrigens als Rot-Grün regierte. Grüne, die also am Ende immer ideologischer wieder werden, können für uns nicht der Partner sein, um die Probleme des Landes zu lösen. Die Regierung ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht ja um die Frage, kann ich die Themen, die für Deutschland gerade wichtig sind, wie kommen wir zu Wachstum, wie begrenzen wir Migration, kann ich das mit einem Partner lösen? Und mit diesen Grünen können wir es nicht. Sie müssten sich ziemlich weit inhaltlich bewegen, damit das gehen könnte. Die Frage ist, Frau Dröge, wollen Sie mit dieser Union gerne regieren? Das ist zum Beispiel Herr Spahn, jemand, der schon sehr früh davon gesprochen hat, dass man eine Art Notlage möglicherweise ausrufen könnte, um dann doch noch mal ans individuelle Asylrecht zu gehen. Wollen Sie wirklich mit dieser Union regieren? Also ich hätte auch Anforderungen an die Union in einer Koalition und das fängt beim Klimaschutz an. Herr Merz hat es heute geschafft, im Bundestag in 15 Minuten Rede das Wort Klimaschutz nicht einmal zu erwähnen. Und wenn er das tut, dann macht er es nur, um alles schlecht zu reden, was Klimaschutz bedeutet. Das halte ich für ein großes Problem. Zweitens, auch in der Asylpolitik haben wir Anforderungen an Sie. Denn das, was Sie tun, ist gerade möglichst viele Vorschläge zu machen, die auf der einen Seite Chaos bedeuten und auf der anderen Seite kein Herz und keinen Anstand haben. Da müssten Sie sich auch mal wieder zu etwas bewegen, wie beispielsweise, um die Frage zu beantworten, mit wem man koalieren kann. In Nordrhein-Westfalen kann man das mit der Union gerade tun. Die hat sich da deutlich pragmatischer aufgestellt. Hier im Bund erleben wir gerade eine Union, wo Friedrich Merz versucht, verbal sich so weit rein zu radikalisieren wie möglich in solche Themen. Und auch in der Wirtschaftspolitik habe ich immer das Gefühl, Sie verwandeln das Land lieber ein Industriemuseum, als es fit zu machen für die Zukunft. Bleiben wir bei der Deswegen Migration. aber der letzte Punkt. Ja? Wir haben jetzt einander gesagt, was wir uns voneinander wünschen. Ja. So, und am Ende gehört zu einer Demokratie dazu, Klar. dass Demokraten Kompromisse machen. Und das wissen Sie genauso gut wie ich. Der Gut, einfache aber bleiben Befund wir ist doch mal- übrigens, wir bleiben haben gar wir- keine Mehrheit. Ich finde das ja so spannend, dass alle über Schwarz-Grün reden. Es ist ja die so Grünen als sind eine mittlerweile, Komponente, aber können wir die trotzdem Grünen bei sind der politisch Sache mittlerweile gerne. so schlapp auf der Brust, dass es gar nicht mehr reicht. für eine Lassen Sie Mehrheit. Friedrich Merz Wahlkampf machen, dann gehen die wir werden's CDU-Umfragewerte ja nach sehen. Wir werden es ja sehen. So, wir gehen auf die Sachebene. Die Asylgesetzgebung ist etwas, was in dem Sicherheitspaket nicht vorkommt, das eben die Ampel jetzt einbringt. Da gibt es viel Unmut im Bundestag. Sie werden nicht zustimmen. Was ist Ihr größtes Problem damit, was die Ampel plant bei Sicherheit und Migration? Dass sie bei beiden Dingen hinter dem Erforderlichen zurückbleibt. Sie bleibt übrigens auch hinter dem zurück, was Robert Habeck, Olaf Scholz, Christian Lindner ja angekündigt haben. Das Kabinett hat ja einen Beschluss gefasst. Nicht mal das bisschen. Beim Sicherheitspaket zum Beispiel, warum nutzen wir nicht Gesichtserkennung, um Islamisten zu bekämpfen, Terroristen zu finden? Weigern sich die Grünen. Beim Thema Migration, warum schaffen wir nicht das gemeinsame Signal, dass die Botschaft, wer irgendwie Deutschland erreicht, egal aus welchem Grund, zu nahezu 100% in Deutschland bleibt, ab Tag 1 Sozialleistungen kriegt auf einem Niveau, wie es das in nahezu keinem anderen Land der Welt gibt. Wir halten das nicht mehr durch, wenn das die Botschaft ist, die in der Welt bleibt. Und die Ampel ist nicht mal in der Lage, wegen der Grünen, für nur ein paar tausend Menschen, um die es ja in der konkreten Konstellation geht, Leistungen zu reduzieren. Ich bin gespannt, ob es am Freitag überhaupt eine wirkliche Mehrheit der Ampel gibt. Hat ja einen Grund, warum der Kanzler mit der Vertrauensfrage droht. Tatsächlich ist das Paket an der Stelle aufgeweicht worden. Also die Reduzierung der Leistungen soll nur dann tatsächlich so drastisch ausfallen, wenn es ein Zugeständnis der Länder, die die Aufnahmen dann machen müssen, also die ihre Menschen zurücknehmen müssen, dann auch gibt. Warum haben Sie das da aufgeweicht an der Stelle, wo es einen Beschluss gab, es nicht zu tun? Dass man das so machen sollte, das sagen nicht nur wir Grünen, das sagt auch unser Grundgesetz. Und zwar die beiden Klauseln, Herr Spahn hätte sie gerne schon mal verändert, die im Grundgesetz mit Ewigkeitsgarantie verankert sind. Nämlich die sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar, und zwar für jeden Menschen. Und das hat unser Verfassungsgericht auch mal ausgeurteilt. Das heißt, ein Mensch, der hier lebt,
muss hier auch leben können. Das heißt, wir müssen, Selbst solange wenn er ein er abgelehnter hier Asylbewerber ist, müssen wir seine Existenz sichern. Wir können ihn nicht verhungern lassen. Und das, was wir jetzt gemacht haben, ist es genau für den Fall zu präzisieren, dass die Existenz der Menschen gesichert ist. Wenn ein anderes EU-Land bereit ist, diesen Menschen aufzunehmen und der rüberfliegen kann und dort auch die Existenz gesichert ist, dann entspricht es unserer Verfassung, dann ist es auch etwas, was human ist. Aber jemand, der das Land gar nicht verlassen kann, den auf Null zu bringen und ihn im Zweifel in die Obdachlosigkeit zu lassen, das halte ich nicht nur für eine Politik ohne Herz, sondern eben auch deshalb für ohne Verstand. Weil was machen die Menschen denn dann? Wo sollen die denn dann hin? Das wird ja am Ende zum Sicherheitsrisiko für dieses Land. Das ist ja Der Dreiklang Brot, Bett, Seife, gerade schon erwähnt, heißt ja Lebensmittel, Nahrung, Dach über den Kopf, das für den täglichen Bedarf, soll ja gesichert bleiben. Das ist ja der Vorschlag an der Stelle. Insofern ist das Horrorszenario Das ist es eben ein nicht. falsches. Warum Zum setzt das Zweiten, nicht? Ja. zum Zweiten muss man einfach mal sagen, wenn Menschen ausreisepflichtig sind, übrigens, das gilt übrigens auch für Albanien. Das ist der Vergleich, Herr Feldenkirch, mit Guantanamo auch wirklich sehr irreführend. Jeder, der zurückreisen will in die Heimat oder in das Land, aus dem er gekommen ist, kann zurückreisen. Es ist kein Gefängnis. Es gibt nur kein Recht. Es gibt das Menschenrecht nicht, es gibt das Völkerrecht nicht, es gibt auch im Grundgesetz nicht das Recht, dass sich jeder auf der Welt aussuchen kann, das Land, in dem er leben möchte. Dieses Recht gibt es nicht und wir halten das auch nicht durch. 1% der Afghanen auf der Welt leben schon in Deutschland. 5% der Syrer auf der Welt leben schon in Deutschland. Nach der Logik von Frau Dröge können die anderen auch noch alle nach Deutschland kommen. Das sind 45, 48 Millionen Menschen. Sagen Sie mir, wie soll das gehen, Also, gucken wo Sie wir in mich den an oder Frau Kitas, Dröger? in den Ja. Schulen jetzt schon überfordert sind, wo es jetzt schon keine Akzeptanz hat? Wer das Asylrecht schützen will, wer eine Bereitschaft in der Bevölkerung behalten will, wer unsere Fähigkeit erhalten will, zu helfen, muss irreguläre Migration begrenzen. Sonst, und das passiert ja gerade schon, überheben wir uns. Und da kann uns kein Recht der Welt zu zwingen. Ich übersetze mal, was Sie an der Stelle sagen. Also auf der einen Seite sagen Sie, wenn Menschen es nach Europa schaffen, dann wollen sie das, was wir bislang definieren und auch wo der Europäische Gerichtshof gerade noch mal gesagt hat, das gilt, nämlich das Recht auf Asyl aussetzen. Der Europäische Gerichtshof hat gerade über Frauen in Afghanistan gesagt, keine Frau ist in Afghanistan sicher. Mädchen werden zwangsverheiratet, Frauen dürfen auf der Straße nicht sprechen, Frauen dürfen nicht zur Schule gehen. In diesem Terrorregime der Taliban, da sagen sie, sollen die besser bleiben, weil wir sind ja bieten gar nicht hier die Frauen, die keinen kommen. Schutz mehr. Und das ist falsch. Kommen genau Die die Hälfte der Menschen, die hier ankommen als Geflüchtete, sind Frauen und Minderjährige. Sie versuchen immer allein über die Männer zu sprechen, obwohl ich auch finde, auch Männer haben ein Recht auf Asyl. Aber sie versuchen immer ein Bild zu zeichnen, das die Frauen und die Kinder nicht mehr benennt. Und die sind hier. Und Ihr Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz hat einen Aufnahmestopp aus Afghanistan gefordert, der auch den Frauen und Kindern keinen Schutz mehr bietet. Und das finde ich nicht human. Das, was wir hier tun, ist zu sagen, wir sorgen erstens dafür, dass die ankommen, fair verteilt werden zwischen den europäischen Nehmen wir Staaten. alle 20 Zweitens, Millionen auf. und Nehmen das wir alle ist 20 genau Millionen diese Frauen auf. Form von Argumentation ist nur dafür da, um Ängste zu schüren. Fakt ist, dass die ersten Länder, die aufnehmen, die Nachbarländer von Afghanistan sind. Es kommen ja gar nicht alle nach Europa. Und wer diese Bilder zeichnet, wieder besseren Wissens, und Sie wissen, dass das nicht so ist, sondern dass die Hauptaufnahmeländer die Nachbarländer sind, der zeichnet nur ein Bild, um hier Stimmung zu machen und Angst zu schüren. Und das finde ich verantwortungslos. Lassen Sie uns über die Realität reden. Und die Realität ist eine andere. Darf ich reden? Wenn wir über die Realität... Reden wir gerne über die Realität. Erstens in der Logik dessen, was Sie sagen, was Sie herleiten, wenn man das vor allem zum Verfassungsprinzip erhebt, was es so nicht ist, aber so wird es ja immer verargumentiert, weil dann kann man natürlich auch gar nicht mehr man versucht ja die politische Debatte zu beenden, indem man es auf eine andere Ebene hebt. In der Logik kann jeder aus diesen Ländern nach Deutschland kommen und hier soziale Leistungen bekommen und Unterstützung. Funktioniert offenkundig jetzt schon nicht. Zweiter Teil, Darf ich das jetzt ist der Nachfrage spannende stellen? Teil an der Antwort von Frau Dröge, ist ja, sie hat ja die Problemlösung, die eigentlich nach internationalem Recht vorgesehen ist, beschrieben. Nämlich, dass die Nachbarländer sich kümmern. Wer aus Afghanistan in Deutschland ankommt, ist durch mindestens 5, 6, 7, 8 sichere Länder gekommen, in denen Nichtverfolgung droht. Wir haben Menschen, die in der Türkei 5, 6, 8 Jahre gelebt haben und jetzt in Deutschland Asyl beantragen, obwohl sie in der Türkei sicher waren. Und das funktioniert so nicht. Wir haben mit die höchsten Sozialleistungen, die es gibt. Und das ist auch ein Grund, warum sich Menschen, sehen wir übrigens gerade bei
ukrainischen Flüchtlingen auch, sich aus anderen Ländern auf den Weg machen nach Deutschland. Und wir können das so weitermachen, wie Frau Dröge sagt. Wir können das alles noch 5 Jahre, Jetzt müssen 10 Sie die Jahre so Nachfrage machen. noch Dann erlauben? werden wir Wahlergebnisse, wie wir sie in anderen Ländern haben. Es hat keine Akzeptanz, das, übrigens auch bei mir nicht. was Sie Ich fragen? möchte Okay. nicht, dass wir keine Kontrolle darüber haben, wer warum nach Deutschland kommt. Ich möchte nicht, dass wir unbegrenzt Menschen, Ja. übrigens auch aus Kulturräumen aufnehmen, wo Integration sehr, sehr schwierig ist. Und wenn das die Auseinandersetzung im nächsten Jahr sein muss, ich würde mir wünschen, wir würden das Thema vorher lösen, aber das geht offenkundig nicht, dann werden wir darüber reden und dann werden wir ja sehen, wo die Mehrheiten sind.